Ein eineiiger Zwilling zu sein, ist wie Teil eines Puzzles zu sein. Ohne den anderen fühlt man sich irgendwie unvollständig. Und dann, wenn man zusammen ist man wie in seiner eigenen kleinen Welt. Wie in einer Bubble. Die längsten Staus werden zu den besten Jam-Sessions. Und ein kalter Tankstellenkaffee ist völlig egal. Solange man mit dieser einen Person in der Bubble ist. Ganz egal, wie die Welt da draußen ist. Ich habe die Zusage bekommen. Ich kann am Samstag mein Zimmer in Bonn beziehen. Beate? Beate? Kannst du nicht hier in Mannheim studieren? Ach, Beatchen, die große weite Welt wartet da draußen auf uns. Wir müssen da draußen sie erkunden. Aber was soll ich nur hier machen ohne dich? Ich weiß. Ich werde dich doch auch vermissen. So sehr. Erzähl mir, wie ist die WG? Also, am Telefon klang alle super nett. Und ein Glück sind es die geworden. Später wäre das die Raucher-WG gewesen. Stell dir vor, alle unsere Klamotten hätten nach Rauch gestunken. Ach, ich habe dir übrigens ein Oberteil mitgebracht. Aus der Stadt. Siehst du bestimmt. Hey, ich wollte nur sagen, dass du extrem schön aussiehst. Ich wollte eigentlich gerade gehen, aber das musste ich dir unbedingt noch sagen. Hey, danke. Ich würde dich echt gerne auf ein Getränk einladen, aber ich bin hier nur zu Besuch. Ah, woher kommst du? Ja, warte mal, mein Cousin da drüben will, glaube ich, los. Aber wenn du mir deine Nummer gibst, können wir uns nächste Woche treffen. Ich bin noch ein paar Tage in der Stadt und jemanden wie dich würde ich wirklich gern kennenlernen. Okay. Ajo, jetzt ins Fetters, oder? Ja, auf jeden Fall. So, jetzt bin ich dran, dabei behält. Die. Da drüber. Na dann, Showtime. Du bist extrem schön. Du bist echt wunderschön. Ich hätte nicht die Stadt verlassen können, ohne dir das zu sagen. Ich muss los. Ciao.
Wie kann ich euch weiterhelfen? Deine Nummer wäre eine große Hilfe. Aber fürs Erste reicht auch ein Squash-Court. Wegen dem Court, habt ihr reserviert? Das lebt ja wie geschmiert, ein Reue. Nee. Aber es sieht jetzt nicht allzu voll aus, oder? Der Court ist doch noch frei. Schließt euch auf. Was war denn das denn für welche? Und was war mit dir los? Ich weiß es nicht. So, 1 Stunde Squash und 2 Wasser. Genau, das war's. 20 Mark bitte. Was mit deiner Nummer? Schau mal, was hast du zu verlieren? Ich hol dich ab, lade dich auf ein Glas Wein an. Das war's. Du wirst es nicht bereuen. Ich ruf dich an. Hast du Mr. Aufdringlich also doch deine Nummer gegeben? Er hat nicht gesagt, dass ich den Haar abnehmen muss. Heinz, hallo? Hallo, ist Beate denn da? Michael Salinger hier. Ich würde gern mit ihr sprechen. Nein, sie ist im Moment nicht zu Hause. Ach so, Ich werde ihr ausrichten, dass Sie angerufen haben. okay. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Hi. Erwische ich dich diesmal. Ich bin's, Michael. Oh, warte, ich glaube, du verwechselst mich mit meiner Schwester. Ich kenne deine Stimme. Ich bin ihre Zwillingsschwester. Also verkaufst mich jetzt für blöd. Zwillingsschwester, das gibt's ja nicht. Was glaubst du, wer du bist? Wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Ciao.
Du rufst sie doch nicht schon wieder an. Sie ist irgendwie anders. Ich verliere noch meinen ganzen Respekt vor dir. Hab ich jemals gesagt, du wärst ein Weiberheld? Also so rein offiziell. Nee. Nee. Wichtig. Beate Heinz, hallo? Ja, hi, hier ist Michael. Ich war letzte Woche mit einem Freund von mir Squash spielen. Du hast uns abkassiert. Ich erinnere mich. Ich habe schon mehrmals versucht, dich zu erreichen. Und gestern war ich mir sicher, dass du es warst. Also ich meine mal ehrlich. Scheinbar hast du eine Zwillingsschwester. Jedenfalls wollte ich dich fragen, ob ich dich noch auf ein Glas Wein einladen kann. Bei mir würde es zum Beispiel Donnerstag gehen. Somit hättest du noch das Wochenende danach. Ich würde dich abholen. Okay, Donnerstagabend, warum nicht? Okay, gut. Wie ist deine Adresse? Seckheimer Straße 34. Gut, dann sehen wir uns Donnerstag. Okay. Ciao. Ja, super. Dann sehen wir uns Donnerstag. Ciao. Schau. War ein Kinderspiel. Ich weiß gar nicht, warum du dich im Vorfeld so gestresst hast. Sie will ein Date mit mir. Wusste ich. Ich bin mal vor der Schule geflogen. Irgendwie überrascht mich das jetzt nicht. Ich habe mich für ein Mädchen eingesetzt. Und deswegen fliegen Schüler von der Schule. Nein, ich habe die Tür gelockert bei uns. Die war aus Stahl. Also die Klassenzimmertür. Und als dann der Lehrer reinkam, ist die halt auf ihn gefallen. Der musste ins Krankenhaus. Was hat das jetzt mit der Verteidigung von einem Mädchen zu tun? Ich hatte so eine Klassenkameradin, die war war nicht so gut in Mathe. Und bei der war es so auf der Kippe, ob sie einen Abschluss schafft. Ich bin schlau und ganz gut in Mathe, also habe ich ihr geholfen. Aber am Tag der Prüfung kam der Lehrer zu ihr und hat gefragt, warum sie eigentlich das Papier verschwenden würde. Die konnte sich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Die war eigentlich nur noch damit beschäftigt, nicht vor allen zu weinen. Das ist so ungerecht. Ja, und deswegen habe ich halt die Tür gelockert. Ich wollte natürlich nicht, dass der sich verletzt. Ich habe meiner Zwillingsschwester oft aus der Patsche geholfen. Und in der Oberstufe ist sie mit einem Typen, in den sie verknallt war, übers Wochenende Skifahren gewesen. Und ich habe dem Lehrer gesagt, sie sei krank, weil ich hatte noch nichts gehört. Und dann, 20 Minuten später, war sie in der Zimmertür gestanden mit einem riesigen Sonnenbrand vor meiner Skibrille. Es war so offensichtlich, dass sie direkt vom Skifahren kam. Oh Gott. Fährst du auch Ski? Ja. Und du? Ich liebe Skifahren. Wir würden jetzt schließen. Zahlen Sie getrennt oder zusammen? Getrennt. Außer das erste Glas Wein von der Dame, das geht auf meine Rechnung. Dann wären es für Sie einmal 40 Mark und für Sie 25. Das ist für dich. Danke. Vielen Dank. Dann schönen Abend noch. Danke. Ich war noch nie auf dem Motorrad. Halt dich einfach an meinen Körper fest. Vertrau mir.
Ich will irgendwann mal Hebamme werden. Deswegen mache ich die Ausbildung im Krankenhaus. Wie magisch es sein muss, Frauen bei der Geburt zu helfen. Und selbst der erste menschliche Kontakt von einem Baby, von einem neuen Menschen zu sein. Warum willst du Bauingenieurwesen studieren? Weil ich mit dem Bau von Wohnungen echt viel Geld verdienen kann. Willst du die Geschichte wirklich hören? Mhm. Ist echt nicht so interessant. Natürlich will ich sie hören. Also, meine Eltern sind geschieden. Und seitdem war es für meine Mutter und mich einfach extrem kompliziert, weil wir uns einfach nichts leisten konnten. Warum hat sich deine Mama scheiden lassen? Als meine Mutter mit mir schwanger war, hat mein Vater sie betrogen. Deswegen hat sie sich scheiden lassen. Er ist jetzt bei seiner 3. Frau und seinem 3. Sohn. Und ab dem Zeitpunkt war es eigentlich nur noch meine Großmutter und meine Mutter und ich. Was für mich prinzipiell voll okay ist. Nur es gab da diesen einen Moment, wo meine Mutter und ich eine bezahlbare Wohnung suchen mussten. Und Was ist passiert? wir haben einen befreundeten Architekten aus der Familie gefragt, ob er uns helfen kann. Und der hat meine Mutter einfach so schlecht behandelt, weil ihre Ehe in die Brüche ging. Und ließ uns dann auch noch freundlich ausrichten, dass wir im Umkreis von 20 Kilometern niemals eine Wohnung finden werden. Das ist hart. Und deswegen will ich Bauingenieur werden. Ich will Wohnungen für alle bauen. Aber vor allem will ich eine Wohnung für meine Mama bauen. Etwas, das sie verdient. Weißt du, sie hat es echt nicht leicht im Leben. Aber ich werde mich um sie kümmern, egal was passiert. Und irgendwann werde ich auch ein eigenes Büro haben. Bloß ich werde nie jemandem sagen, er hätte zu wenig Geld. Ja, schön. Das ist Wein aus der Toskana, 1972. Und das von Rio de Janeiro, 1958. Und das von Sizilien, 1971. Ja, andere sammeln Schallplatten, du sammelst Wein. Und guck mal, das ist ein Teebeutel von Schlecker. Die sammle ich nicht. Hast du den Wein von 1968? Nee, du? Nö. Anke kommt übrigens morgens am Bahnfahren. Ich dachte, wir können sie zusammen abholen und mir die Wohnung zeigen. Morgen ist Samstag, da spiele ich Squash mit Christian. Ja, aber das machst du ja auch jede Woche. Ja, aber nee, das ist mir zu kurzfristig. Das musst du mir früher sagen. Okay, vergiss es. Ich hol sie einfach alleine ab. Und wir können uns vorher schön Bikinis in derselben Farbe aussuchen. Ich glaube nämlich, die ist ja violett. Oh, wow. Übrigens, die Wohnung ist echt schön. Beate! Ja, wir kommen. Komm, sagen wir noch schnell Michael Hallo. Hi. Warum hast du deinen Lippenstift drauf? Ich war mit Anke noch in der Stadt und den hat Anke mir empfohlen. Das machst du doch sonst nicht. Ah, und du bist der Typ vom Telefon? Anke. Hi. Hi.
Anke, du, können wir das heute irgendwie verschieben? Mhm. Wann ist das Event? Okay. Okay, nein, das passt. Das war's, ich bin nachher pünktlich wieder heim, okay? Gut. Dann räume ich mal den Geschirrspüler aus. Ja, ich schlafe heute lieber daheim. Ich habe jetzt auch schon Bier getrunken. Sollen wir noch warten auf dich für die nächste Runde? Es passt, danke. Sicher? Ja. Du hättest doch sowieso gar keine Lust hier drauf gehabt. Gut, dann hol mich ab. Stressig. Was machst du da? Es ist schon 20 nach 9. Wir sollen um 10 Uhr da sein. Ich ist nur 10 Minuten von hier entfernt. Ich muss meine Krawatte noch machen. Wir haben noch nicht mal gefrühstückt. Wann kommt sie denn? Ich weiß es nicht. Fang einfach schon mal an. Sowas mach ich nicht. Leid? Das Wasser kocht über. Schon mal. Ja, wo hast du die gekauft? Weiß ich nicht. Wir haben gesagt, wir kaufen nur noch Eier vom Bauer Werner. Wir beide. Ich war gestern mit der Anke in der Stadt und der Supermarkt lag halt gerade auf dem Weg. Das sind Eier von Hühnern, die in Käfigen leben. Sie waren halt gerade griffbereit. Wenn du mit ihr bist, vergisst du alles. Wenn du sie nicht essen willst. Verrückt. Du bist wirklich... Dir auch einen guten Morgen, Michael. Was ist denn hier los? Streiten die beiden? Hey, jo. Also, als sie mit dir unterwegs war, hat die Beate die Eier im Supermarkt gekauft, anstatt die Eier vom Bauern, auf die sie sich geeinigt hätte. Und dann hat Beate die Eier fortgeschmissen, was wirklich schade ist. Warte, was? Weil ich meins doch gern gegessen hätte. Welcher Schachzug? 1, 2. Bitte was? Ein kleiner Vogel hat mir nur gezwitschert, dass du mal den Bräutigam gedatet hast. Was denkst du dir eigentlich? Jetzt so ganz in Wes? Ich mein... Das hat nichts damit zu tun, ist mein Abiballkleid, was ich noch daheim hatte. Kein Anstand. Erst zu spät kommen, dann noch in Weiß zu einer Hochzeit.
Beate! 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 Ist jemand zu Hause? Du gehst morgen wieder? Ja, ich habe Montag wieder Uni. Schau mal, der war sowieso voll anstrengend. Allein bist du besser dran. Das verstehst du gar nicht. Du kennst ihn ja gar nicht. Du, Susi geht am Wochenende zu einer Modenschau in den Rosengarten. Da kannst du doch mit. Da kenne ich doch niemand. Da warst du doch immer. Nein, das war Anke. Ihr seid doch quasi die gleiche Person. Mama, ich habe da aber keine Lust hinzugehen. Es war Anke, die diese Sachen mag. Ihr hattet immer die gleichen Interessen. Ich bin aber meine eigene Person. Ich habe meine eigenen Interessen und von Rotwein kriege ich Kopfweh. Es tut mir leid. Schon gut. Du hast ja recht. Und gewonnen. Das macht gar keinen Spaß, wenn du dich nicht mal eierst. Seit Anke da ist sie einfach immer in der Stadt. Nie mehr zu Hause und generell ist sie so anders. Ist einfach nicht mehr meine Beate. Warst du eifersüchtig auf ihre Zwillingsschwester? Nein, mich nervt's einfach, dass sie so anders ist. Ich bin ja auch nicht derselbe, wenn ich mit meiner Oma sonntags in die Kirche gehe oder wenn ich mit dir unterwegs bin. Ja, wir sind halt alle verschiedene Versionen von uns selber, wenn wir mit anderen Leuten sind.
Ja, du kannst einfach nicht die Version von der Beate an der Seite von der Anke. Und so wie ich dich kenne, wolltest du die auch gar nicht kennenlernen. Sondern einfach in deiner Box behalten. Ja, weil ich sie nur für mich haben wollte. Ohne ihr Luft zum Atmen zu lassen. Ja, deine Facette sind quasi anstrengendes Kind, was von der Schule fliegt, für deine Mutter, die ruht, aufmüpfiger Schüler für die Lehrer, damals in der Schule, und Volltrottel als Freund für mich. Und engstirniger Partner für Beate. Halt dich fest. Ich war am Ende so wütend auf dich, weil ich es nur noch versucht habe, euch es beiden recht zu machen. Und das war so falsch von mir. Ja, ich habe dir auch nicht genug Freiraum gegeben. Ich habe dir ja auch nicht gesagt, was mich gestört hat. Und deswegen sage ich es dir jetzt. Ich bin ein Zwilling und die Anke ist ein Teil von mir. Und wenn du das nicht akzeptierst, dann funktioniert es mit uns beiden nicht. Ich bin es nicht gewohnt zu teilen. Aber ich will für jede Version von dir offen sein. Und jede Facette von dir kennenlernen. Kein Schweigen mehr. Kein nicht die ganze Wahrheit sagen. Kein Zurückhalten von meiner Seite. Habt ihr eigentlich schon Pläne? Ich wollte mit Christian Squash spielen gehen. Wollt ihr mitkommen? Ja. Ihr braucht erstmal Zeit zu zweit. Wie wär's damit?
Du gehst mit Christian Squash spielen, wir gehen in die Stadt und dann treffen wir uns alle zum Abendessen. Klingt gut. Oh, ich hätte voll Lust auf Burger in den Ami-Kasernen. Michael mag kein Fastfood. Ich kann auch mal Burger essen. Du kennst so viele gute Restaurants hier. Ich hätte auch voll Lust auf Italienisch. Ist auch gut. Viel wichtiger. Und so musste ich mich erst entzweien, dann vereinen, mich daraufhin wieder trennen und mich schließlich selbst definieren, um mein Glück zu finden. Take 1. Ja, und wie lange ist das jetzt hier angesetzt? Ich habe auch nachher noch einen Termin. Das fühlt sich komplett anders an, das Bude, als meins von zu Hause. Ja, ich glaube, für mich war das Schwierigste zu merken, dass ich nicht, wahrscheinlich niemals an erster Stelle komme. Also obwohl sie für mich an erster Stelle steht. Und ja, zu lernen, okay damit zu sein, ganz ohne Eifersucht, Missgunst und Gier. Das Schwierigste war für mich, weil ich mir zuvor jemand anderen an ihrer Seite vorgestellt hatte, einen Schritt zurückzugehen. Ich muss mit mir selbst ins Reine kommen. Gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die du nicht ändern kannst, den Mut, die Dinge zu ändern, die du ändern kannst, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Von Reinhold Niebuhr hat mir dabei Rat gegeben. Und obwohl sie für eine gewisse Zeit nicht für sich selbst einstand, dass ich da nicht reingrätsche und das übernehme, sondern ihrer Entwicklung vertraue und somit auch ihr vertraue. Ist ein Medizinstudent aus Bonn schon eingetroffen? Ich habe nämlich jemanden kennengelernt.